Ein gigantischer Hype entsteht gerade um die neuen DeepSeek-Modelle. Deren Thinking-Modelle könnt ihr komplett gratis benutzen und die sollen sogar mit ChatGPTs O1-Modellen mithalten können. Und der Clou an der ganzen Sache, ihr könnt sie sogar auf eurem Rechner ausführen. Sie sind Open Source, sie sind über Ollama verfügbar und über weitere Tools, die ich euch in diesem Video hier zeigen möchte. Und das ist ein Gamechanger, denn ihr müsst keine Angst haben, dass ihr das Modell vielleicht irgendwann mal nicht mehr benutzen könnt, weil euer Internet ausfällt oder weil irgendjemand beschließt, dass ihr das plötzlich nicht mehr verwenden dürft, weil EU oder so. Nein, habt ihr das Modell einmal auf eurem PC runtergeladen, ist das da. Für immer. Und das ist cool. Es gibt aber auch noch einen kleinen Haken. Aber natürlich, gerade für Privacy oder Datenschutz ist das wahnsinnig essentiell, weil keine Daten an irgendein anderes Land geschickt werden, sondern zum Beispiel in einem Unternehmen lokal verarbeitet werden, ohne dass sie das Internet oder das Intranet verlassen müssen. Das ist wahnsinnig toll und ich will euch zeigen, wie das Ganze heute ist und wie genau oder wie stark diese Modelle sind. Und damit ganz kurze Werbung in eigener Sache. Meine App ist endlich im Play Store. Morphreader ist eigentlich ein RSS-Reader, das heißt ein Nachrichtenfeed, der bei euch in der App dann angezeigt wird. Die ist komplett ohne Kosten, ohne Werbung, ohne Tracker. Im Endeffekt verdiene ich mit der auch kein Geld. Ich habe sie aber auch relativ schnell mit KI geschrieben. Deswegen könnt ihr sie jetzt einfach so for free benutzen. Und ja, da ist auch schon ein RSS-Feed von mir für euch dabei, den ich zur Verfügung stelle für einfach alle. Da sind die wichtigsten Nachrichten, die ich mit Wertung 9 oder 10 in allen Bereichen werte. Die sind da natürlich auch drin. Aber ihr könnt, und da kommt dann wirklich das vorbei, wo ich wirklich ein bisschen wieder das Geld reinhole für die ganzen Sachen, die ich hier mache, über Patreon noch einen eigenen RSS-Feed bekommen, den ihr komplett anpassen könnt, was ihr haben wollt, also wie wichtig euch verschiedene Kategorien sind. Ich will euch das einmal kurz zeigen. Hier habe ich zum Beispiel gesagt, ich will Cybersecurity ab Stufe 7 haben und AI will ich auch ab Stufe 7 haben, was bedeutet, alles was 7, 8, 9 oder 10 ist, also die wichtigsten Sachen, will ich da drin sehen. So, und ihr seht hier, das sind jetzt tatsächlich einfach zum Beispiel die neuesten Artikel. Es gibt ein paar Kontroversen um OpenAIs O3-Modell und Google hat was angekündigt und gleichzeitig hier unten auch DeepSeek R1-Modell. Das ist tatsächlich der Artikel von heute Nacht. Ja. Ich würde sagen, mit dem Video bin ich relativ schnell, denn heute ist der 22. Aber genau, ihr bekommt die News trotzdem noch mal schneller und noch viel, viel mehr, weil ihr es anpassen könnt über diesen RSS-Feed hier. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich bin wahnsinnig stolz auf das Projekt und ich würde euch einfach mal empfehlen, probiert die App aus. Da ist der kostenlose RSS-Feed dabei und wenn ihr mehr haben wollt, dann schaut bei Patreon vorbei. Würde mich wahnsinnig freuen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, hier, ne, News, ohne dass ihr abhängig seid von irgendeinem Feed. Dass es einfach wirklich ein RSS-Feed ist. Ein Artikel nach dem anderen und ihr verpasst nichts. Ihr könnt jederzeit zurück, ihr könnt das einstellen. Ich glaube, es ist cool. Genau. Zunächst einmal, ihr könnt das Modell einfach online verwenden. Es kostet absolut gar nichts, was ich komplett wild finde. Und zwar über chat.deepseek.com. Ihr könnt euch dort anmelden, euch ein Konto erstellen und dann habt ihr eigentlich eine Oberfläche, die so ist wie bei quasi jedem AI-Interface heutzutage. Ihr habt ein riesiges Chatfenster, ihr könnt Dateien hochladen und wichtig, hier sehen wir auch, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Die Thinking-Modelle sind eigentlich andere Modelle, die es schon gibt und die bekommen dann eine Art Extra-Training. Das heißt zum Beispiel, im Fall von DeepSeek gibt es zwei Varianten, einmal das R1-Zero-Modell und einmal das R1-Modell. Die beide benutzen im Hintergrund das DeepSeek V3-Modell. DeepSeek ist schon eine Firma, die schon 3 große Familien rausgebracht hat und ihr könnt euch das V3-Modell so ungefähr vorstellen wie ChatGPT 4o. So ganz, ganz grob. Ich zeige euch da gleich auch noch die Benchmarks. Anschließend kommen aber diese Thinking-Prozesse. Das heißt, die Modelle werden nochmal trainiert mit einem extra Denken-Bereich. Den sieht man, wenn man hier diesen Deep Think-Bereich eingibt und dann zum Beispiel fragt, erklär mir, warum das pythagoreische Theorem so wichtig ist. So, und anschließend kommt hier dieser Thinking-Bereich. Den kennt ihr auch von ChatGPT, wobei er da nicht so transparent gezeigt wird. Hier wird im Grunde genommen erstmal argumentiert, was es genau tun soll. Das Modell überlegt sich selber, was der Plan ist und was es durchführen soll. Und das sehen wir mittlerweile
ist bei eigentlich den allermeisten LLMs so ein Ding, was die gerade eben machen. Gemini mit ihrem Deep Research macht sich einen Plan, bevor es in die Recherche geht. ChatGPT mit ihren Reasoning-Modellen macht sich einen Plan, bevor es euch quasi die einzelnen Schritte gibt. Und zwischendrin wird eben überlegt, was macht so Sinn. Und das ist ein riesiges Output-Fenster, das wir hier haben. Das ist alles nur zum Nachdenken. Das braucht man sich nicht anzeigen lassen, aber es wird einem angezeigt. Und diese Zeit seht ihr hier oben. Und das Tolle bei DeepSeek ist, die sind halt quasi auch echt offen. Also nicht nur, sie tun so, als wären sie Open Source, sondern sie sind wirklich offen. Als chinesische Firma finde ich das irgendwie faszinierend. Aber hey, ich bin relativ glücklich damit. Weil jetzt können wir auch ungefähr verstehen, wie die O1-Modelle funktionieren und dadurch die Forschung ein bisschen schneller vorantreiben. Nach diesem Thinking-Prozess also kommt eine Antwort. Das heißt, ihr bekommt hier eure Antwort und so weiter und so fort. Die ist jetzt gerade nicht so nicht so wichtig. Ein Ding, was es allerdings hat, was ChatGPT bis heute nicht hat, ist, es kann Thinking und die Suche kombinieren. Und das möchte ich euch zeigen. Ihr könnt hier einfach nach einer aktuellen Gegebenheit fragen, wie ich zum Beispiel, wie eigentlich DeepSeek R1 funktioniert, also wie man von dem V3-Modell zu einem Thinking-Modell kommt und welche Technologien da alle im Einsatz sind. So, und anschließend macht es sich einen Plan und möchte aber auch gleichzeitig das Internet durchsuchen. Ihr bekommt hier auch eine Liste an Quellen. Wie bei ChatGPT 4o die Suche, aber eben zusätzlich noch mit dem Thinking. Und ehrlich gesagt, macht es das sogar noch deutlich besser als das, was O1 gerade macht. Deswegen sind wahrscheinlich alle so hyped. Aber natürlich, das ist jetzt deren Web-Oberfläche. Wir müssen das ja bei uns zum Laufen bekommen. Das zeige ich euch noch, keine Sorge. Ich will euch nur das Modell gerade erklären. So, das heißt, wir suchen, wir denken nach für 14 Sekunden und dann bekommen wir eine wirklich, wirklich gute Antwort mit Quellen. Also mit Quellenangaben. Das heißt, hier ist auch ein RAG im Einsatz. Zu RAGs habe ich eigentlich vorgehabt, schon ein Video zu machen, aber irgendwie kam die ganze Zeit was Neues rein und ich bin dran, okay. Gebt mir Zeit. Aber ja, das ist definitiv etwas, was ich von mehr Modellen sehen möchte, dass sie sich zusätzliche Informationen holen können und trotzdem Thinking machen können. Weil das Thinking ist das, warum ich immer wieder zu ChatGPT gehe und das Suchen ist da nicht wirklich gut. Aber wie gut sind denn die DeepSeek R1-Modelle wirklich? Es gibt mehrere Modelle, die zeige ich euch sofort. Hier sind jetzt allerdings nur 2, die man sich anschauen kann. Und wir werden nachher das 32B-Modell wirklich bei uns laufen lassen. Das heißt, dieser blaue Balken hier, der ist wirklich dann das, was wir lokal bei uns bekommen können. Das ist krass. Der Balken hier ist deren Flaggschiff-Modell. Das ist das, was wir gerade über die Website verwendet haben. Und das hier ist das OpenAI O1-Modell. Nicht Mini, nicht Pro-Mode, sondern das ganz normale O1-Modell. Und das hier ist das O1 Mini-Modell. So, und das Spannende finde ich hier tatsächlich zu sehen, dass DeepSeek, das volle DeepSeek-Modell, sogar besser ist in Mathe als das fertige O1-Modell. Das ist beeindruckend. Natürlich im GPQR Diamond ist O1 wiederum besser, aber es kann auf jeden Fall mithalten. Hier sehen wir 0,3 Prozentpunkte Unterschied beim Programmieren. Fast nichts. Hier sehen wir bei AIME ist es sogar besser um 0,6, auch fast nichts. Ja? Also es ist wirklich ein Modell, das mithalten kann, mit Abstand vielleicht vom GPQR Diamond. Und das O1 Mini-Modell schlägt es und sogar das Modell, das wir am Ende bei uns laufen lassen können, ist ungefähr so gut wie das O1 Mini-Modell. Das ist hier 87,4, hier das Mini-Modell hat 85,2, das heißt, das schlägt das tatsächlich. Hier sind wir ein bisschen schlechter beim Software Evaluation Benchmark und hier sind wir wiederum ein bisschen besser beim GPQR Diamond. Und bei Codeforces sind wir wieder ein kleines bisschen schlechter und beim AIME sind wir wieder ein ganz schön deutliches Stück besser als O1 Mini. Und das ist ein Modell, das wir am Ende bei uns laufen lassen können. Hype. Also ich kann das durchaus verstehen. Jetzt, welche Modelle gibt es und warum eigentlich? Nun, zunächst einmal, es gibt mehrere Modelle insgesamt bei DeepSeek R1. Ich habe euch hier oben immer die URL verlinkt, da könnt ihr mal gucken. DeepSeek R1, wie gesagt, gibt es als Zero und als R1. Jetzt ganz kurz der Unterschied zwischen den beiden. Das sind die großen, vollen Modelle. Ihr könnt sehen, die haben beide dieselbe Parametergröße, nämlich 671 Milliarden Parameter. Das ist gigantisch. Und jetzt haben wir auch eine ungefähre Vorstellung, wie groß die O1-Modelle wirklich sind. Das ist schon mal super wichtig.
Die werdet ihr bei euch nicht laufen lassen können. Es sei denn, ihr habt einen Server zu Hause. Ich habe das mal so ein bisschen durchgespielt, aber wenn ihr die laufen lassen wollt, braucht ihr Arbeitsspeicher. Oder wenn ihr sie auf eurer Grafikkarte laufen lassen wollt, braucht ihr Grafikkartenspeicher, der in Richtung Terabyte geht, wenn ihr sie nicht kleiner machen wollt und quantisieren wollt und sowas. Terabyte Grafikkartenspeicher, also fairerweise, das sind ungefähr 32 RTX 5090, die ihr gleichzeitig benutzen müsst. Ich glaube nicht, dass das jemand von euch hat. Und wenn ihr es auf der CPU, also auf eurem Prozessor laufen lasst, dann wird es da auch wieder ein bisschen schwierig. Ich bin ein bisschen hyped wegen Nvidias Digits-Projekt. Das habe ich euch schon ein paar Mal erzählt, weil das ist ein Projekt, ein Hardware-Projekt. Das ist ein Mini-AI-Supercomputer, den ihr bei euch auf dem Desktop stellen könnt und der kann das dann laufen lassen. Und da steht in der Beschreibung offiziell von Nvidia drin, dass ihr Modelle bis zu einer Größe von 200 Milliarden Parametern laufen lassen könnt. Und ihr könnt 2 von diesen Digits-Supercomputern kombinieren. Aber auch dann seid ihr nur bei 400 Milliarden Parametern, was fairerweise ein Gamechanger ist. Aber ihr braucht für die DeepSeek R1 Modelle, also die großen Modelle, braucht ihr trotzdem leider immer noch einen Supercomputer. Oder halt zumindest einen richtigen Server, der dann eine richtige Server-Grafikkarte oder mehrere laufen lässt. Aber klar, wir sehen, wo die Richtung hingeht. So, uns sind die Modelle hier unten, das sind die destillierten Modelle, die sind nochmal deutliches Stück schwächer und trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Wir haben mehrere Versionen und da ist auch wirklich was dabei, was sehr, sehr, sehr klein ist. Also im Sinne von wirklich, das kann ich fast auf dem Handy ausführen, klein. Beziehungsweise Apple führt genau die Größe auch wirklich auf eurem Handy aus. Also, ne? Und zwar hier einmal ein DeepSeek R1 Distill Qwen 1.5b. So, lasst mich das ganz kurz evaluieren. DeepSeek R1 ist die Technologie hier hinten dran. Das ist im Endeffekt auch nur deren DeepSeek V3 Modell, während das DeepSeek R1 Modell hier eigentlich heißt, ja, wir haben die R1-Technik angewendet, aber wir haben das auf ein anderes offenes Modell angewendet, und zwar das Qwen 1.5b Modell. Hier auf das Qwen 7b Modell, hier auf das Llama 8b Modell, hier auf Qwen 14b, Qwen 32b, Llama 70b. So, das sind die Distill-Modelle. Distill und R1 Zero haben leider eine Sache gemeinsam. Beziehungsweise nicht unbedingt gemeinsam, aber das R1 Zero Modell ist im Endeffekt ein komplett einfach nur auf Feedback trainiertes Modell. Das heißt, da wurde einfach nur gesagt, jo, das ist eine gute Antwort, jo, das ist eine schlechte Antwort, und dann wurde ihm beigebracht, lern mal darüber nachzudenken. Das ist im Grunde genau das, was das R1 Zero Modell macht. Das normale R1 Modell, das ist auch wirklich das beste Modell, was das hat im Endeffekt nochmal einen fein trainierten Datensatz, den es zusätzlich bekommen hat zum Training. Das heißt, da haben die Forscher wirklich von Hand gesagt, das ist eine gute Antwort, das ist eine gute Antwort, das, das und das. Und das halt für sehr, sehr viele Nachrichten, und die haben sie dann nochmal von Hand oben drauf trainiert. Dadurch wurde es nochmal sehr viel besser, weil wir halt nicht unbedingt immer gute Antworten als gute Antworten markieren und schlechte Antworten als schlechte Antworten markieren. Es gibt einfach ein paar Trolle in dem ganzen Ding, und deswegen macht es das schwierig. So, und die Distill-Modelle hier, die sind jetzt wiederum fein trainiert, auch nur auf Samples, die von DeepSeek R1 trainiert wurden. Und das finde ich übrigens auch sehr, sehr spannend, denn das heißt, diese eigentlich anderen Open-Source-Modelle, Llama ist ja nicht von DeepSeek und Qwen genauso wenig, die hat man genommen und hat sie dann nochmal fein trainiert mit eigentlich künstlichen Daten. Das bedeutet, ja, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo KI Trainingsdaten für andere KI liefern kann, und es kann funktionieren. Dieses Modell hier, das 32B-Modell, ist so gut, dass wir wirklich es mit O1 Mini vergleichen können. Das ist beeindruckend, finde ich zumindest. Genau, wie gut sind die Modelle? Das haben wir gerade schon gesehen. Ich überlasse euch das Ganze hier. Die ganzen Benchmarks ist wirklich nur ein Zahlenjonglieren. Man ist manchmal wo besser, manchmal wo schlechter. Fairerweise, ich würde das 32B-Modell ungefähr mit O1 Mini vergleichen und das DeepSeek R1-Modell mit O1 vergleichen. Die sind ähnlich gut. Also zumindest in allem, was ich getestet habe und in allem, was ich probiert habe. Und ihr könnt, wie gesagt, das DeepSeek R1-Modell einfach selber auf der Webseite verwenden. Das ist das hier. Und das 32B-Modell könnt ihr mit einer RTX 3090, das ist meine Grafikkarte, und 64 GB Arbeitsspeicher problemlos ausführen. Das ist was Besonderes. Das kann ich bei Flux zum Beispiel nicht.
Und damit kommen wir zu dem, wie kann ich das eigentlich ausführen? Die DeepSeek R1 Modelle sind quasi direkt über DeepSeek R1 in Ollama verfügbar geworden. Ollama war leider am Anfang fast nur für Apple verfügbar, also es war nur für Apple verfügbar, aber mittlerweile ist es für alle verfügbar. Ihr könnt tatsächlich einfach hier auf ollama.com, ich werde euch den Link natürlich in die Beschreibung packen, ollama.com/library DeepSeek R1 und dann könnt ihr hier tatsächlich einfach auf Download gehen. Das ist dann allerdings nur Ollama. Ollama ist ein Framework, eine Software, um KI-Modelle, also LLMs, Large Language Models, bei euch auf dem Rechner ausführen zu können. Das ist relativ basic gehalten, das funktioniert über das Terminal, die PowerShell, was auch immer ihr für ein System benutzt und funktioniert mittlerweile für fast jedes System quasi reibungsfrei. Also ihr könnt das macOS, könnt ihr mit Big Sur, könnt es benutzen. Über Linux könnt ihr einfach das Ganze über einen Curl-Befehl installieren. Der steht hier buchstäblich dabei. Kopiert den einfach, führt den bei euch im Terminal aus und es funktioniert. Das mache ich meistens tatsächlich, aber hier für die Aufnahme, ne, ihr wisst, Linux-Aufnahme ist schwierig. Für Windows könnt ihr hier einfach Download für Windows machen, dann kriegt ihr eine .exe-Datei und die könnt ihr einfach ausführen. Das ist eine ganz normale Softwareinstallation, das bekommt ihr easy hin und schon habt ihr das Ganze. Es ist super. Öffnet anschließend eure PowerShell. Wenn ihr schon eine offen habt, macht die PowerShell zu, das ist wichtig, und öffnet sie neu, sonst sind eure Pfadvariablen nicht gesetzt. So. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, einfach das einzugeben. Für die Linux- und Mac-User, obviously, öffnet ein Terminal. Und hier drin könnt ihr jetzt die Ollama-Befehle ausführen. Ihr müsst sonst erstmal nichts direkt runterladen. Das macht Ollama für euch, weil sie ja in Ollama dabei sind und direkt in Ollama auch zum Download verfügbar sind. Da müsst ihr nichts extra dafür tun. Das heißt, hier einmal die PowerShell aufmachen und anschließend Ollama Run eingeben. Und dann guckt ihr euch an, welches Modell passt denn am besten für euch. So, da will ich euch jetzt nochmal ganz kurz eine Overview für die Hardware geben, okay? Ihr habt hier unten nur die Grafik von Benchmark nochmal, die ist nicht so wichtig. Hier steht übrigens auch sogar der Befehl dabei. Genau, ihr habt das Modell 1.5b Qwen. Ihr habt 7b Qwen. 1.5b Qwen sollte jeder von euch ausführen können. Das sollte kein Problem sein, bei keinem von euch. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Rechner stark genug ist, wenn ihr eine Grafikkarte habt, sollte das passen. Für 32B, das Modell habe ich mit meiner 24 GB Speicherkarte, also meine RTX 3090 hat 24 GB Speicher. Alle, die 24 GB Speicher für die Grafikkarte haben, sollten das 32B Modell ausführen können. Wer weniger hat, das 14B Modell solltet ihr ausführen können. Wenn ihr eine Grafikkarte habt, die für Gaming geeignet ist. Eigentlich sollten das viele von euch haben. Wenn ihr keine Grafikkarte habt, die für Gaming geeignet ist, oder ihr wollt es vielleicht sogar nur auf eurer CPU ausführen, das geht auch, dann ist es halt ein bisschen langsamer. Das heißt, ihr probiert einfach mal durch, startet vielleicht mit dem 7B-Modell, wenn ihr einen einigermaßen kompetenten Rechner habt, und dann arbeitet euch langsam hoch. Ihr könnt ohne Probleme mehrere Modelle drauf haben. Ich habe das ähnlich gemacht. Ich habe auch mehrere Modelle installiert. Ich habe auch das 70B-Modell probiert laufen zu lassen und ich kann euch auch mal zeigen, was dabei passiert, wenn ich versuche, das 70B-Modell laufen zu lassen. Dann seht ihr, was zu viel ist. Und zwar, dann mache ich das hier. Und dann sage ich hier Ollama Run DeepSeek-R1 70B. So, und dann startet das. Das dauert eine Weile beim ersten Mal, weil es muss es runterladen. So, jetzt ist wichtig, wenn ihr das runterladet, ich weiß, dass viele von euch ungeduldig sind. Bei mir, ich konnte mein Internet an meinem Rechner nicht benutzen. So aggressiv hat das runtergeladen, okay? Und es ist abgebrochen und ich musste es mehrfach neu starten. Es fängt aber immer wieder da an, weiter herunterzuladen, wo ihr schon aufgehört habt. Das heißt, wenn ihr 10% geladen habt und ihr müsst es neu starten, weil es abgebrochen ist, dann macht es bei 10% weiter. Dann macht das ein paar Mal und gebt dem Ganzen wirklich Zeit. Seid da nicht hektisch oder sowas. Das läuft schon. Allerdings, wenn es zu viel Last von eurem PC fordert, dann steht hier sowas wie Llama Runner Process has terminated, Error Loading Model, und hier bei mir steht eben zum Beispiel Unable to allocate CUDA Host Buffer. Das bedeutet im Endeffekt, ey yo, deine Grafikkarte ein bisschen klein dafür. Wer von euch das 671B Modell laufen lassen kann, der möge mir bitte eine Nachricht schreiben. Ich würde gerne deinen Server mieten, weil das, also wie gesagt, ihr braucht 32 RTX 5090, um das hier laufen lassen zu können, oder einen Server. Das ist schon was Krasses. Das hier kann man vielleicht noch machen, wenn man
wenn man 2 oder mehrere Grafikkarten im Verbund hat, SLI zum Beispiel, dann geht das. Was auch schon beeindruckend ist, aber ich glaube, für die meisten wird das hier relevant sein. Und deswegen ist bei mir dann eben auch Ollama Run DeepSeek R1 32B. Das gebe ich ein und dann läuft das Ding auch. Und wenn es alles runtergeladen hat und ihr wirklich alles fertig habt, dann könnt ihr hier schon anfangen, mit diesem Modell zu chatten. Also es ist tatsächlich einfach eine Terminal-Anwendung. Ich zeige euch nachher noch ein schönes Interface dafür, dann könnt ihr das auch benutzen. Und könnt hier zum Beispiel genau dieselbe Frage stellen. Explain the significance of the Pythagorean Theorem. Übrigens, ihr könnt auch auf Deutsch reden, das ist kein Problem. Und hier seht ihr auch, wie schnell das Ganze eigentlich auf meiner Hardware läuft. Es ist nicht so langsam. Klar, es ist nicht ChatGPT-Geschwindigkeit, aber ich bin ehrlich gesagt sehr beeindruckt, dass es so gut funktioniert. Und hier seht ihr auch den großen Unterschied. Die Thinking-Modelle bauen sich zuerst einen Plan. Dieser steht in Think drin. Das ist das, was das Modell einfach nur zum Nachdenken benutzt. Und wenn es fertig ist, naja, dann steht halt dieses Think nicht mehr dabei. So, ich breche das jetzt hier mal ab. Und wenn ihr raus wollt, könnt ihr /by machen. Ja, wenn ich richtig tippen könnte. /by. Und dann seid ihr wieder draußen in normal eurer PowerShell oder eben eurem Befehlsfenster. Genau. Und wenn ihr jetzt das Ganze in hübsch ausführen wollt, so, dann habt ihr natürlich auch eine Programmierschnittstelle von diesem Ding hier. Ihr müsst dazu selber erstmal gar nicht unbedingt was programmieren. Ich habe da was für euch. Und zwar chatbox.ai, beziehungsweise chatboxai.app, um genau zu sein. Das ist im Endeffekt eine Chat-Anwendung für quasi alle Geräte. Es gibt es für iOS, es gibt es für Android, es gibt die APK, es gibt sogar weitere Optionen, um dann hier mal tatsächlich alles zu zeigen, was es gibt. Also Google Play ist einfach drin. Ihr könnt direkt die APK runterladen, ihr könnt es für Windows runterladen, macOS und Linux. Und ihr könnt sogar das Ganze in eurem Browser starten. Also ja, relativ simpel. Unter den ganzen Plattformen kriegt ihr wieder einfach eine ausführbare Datei und anschließend landet ihr hier ungefähr. So, das ist das Fenster. Nein, nicht ganz. Ich lasse euch oben tatsächlich mal die Quelle von diesem Ding offen, dann seht ihr das auch. Und zwar, ihr landet dann ungefähr hier. Ihr müsst jetzt erstmal das Ganze einstellen, dass es auch wirklich eure lokale KI benutzt, weil das Ding funktioniert grundsätzlich auch mit ChatGPT und mit Claude und mit Gemini und mit quasi allen anderen Modellen. Deswegen müsst ihr erstmal einstellen, welche Modelle ihr haben wollt. Hier bei, also unter Einstellung, ich gehe nochmal kurz drauf. Hier unten ist Einstellung. Und wenn ihr da draufklickt, dann bekommt ihr hier eine Auswahlmöglichkeit, was genau ihr hier drin habt. Ihr könnt zum Beispiel Perplexity API benutzen, ihr könnt Grok benutzen, ihr könnt OpenAI benutzen, DeepSeek selber. DeepSeek hat auch eine API zur Verfügung, das heißt, ihr könnt auch von denen einen Schlüssel bekommen, dann müsst ihr allerdings dafür zahlen. Dann könnt ihr aber deren Rechenkapazitäten benutzen und ihr müsst das nicht unbedingt extra bezahlen. Da würde ich euch aber mehr deren Website empfehlen, weil die ist halt gratis und über die API müsst ihr dafür bezahlen. Ihr habt aber auch eben die Möglichkeit, also standardmäßig ist OpenAI eingestellt, da müsst ihr hier einen API-Schlüssel eingeben, das wollt ihr wahrscheinlich nicht, dafür müsst ihr nämlich bezahlen. Aber über Ollama ist genau das, was ihr da gerade gestartet habt. Ollama läuft im Hintergrund weiter mit eurem Modell und stellt euch eine offene Schnittstelle zur Verfügung, die in eurem lokalen Netzwerk bzw. für euch zu Hause läuft. Und zwar über Localhost Port 11434. Ja? Jetzt können die Leute, die sich ein bisschen mit Hosting verstehen, das sind andere Tutorials von mir vielleicht relevanter, können das Ganze natürlich auch veröffentlichen, sodass man das zum Beispiel im Intranet oder gar im öffentlichen Internet verfügbar hat, können das darüber machen, kein Problem. Und wenn ihr hier Ollama wählt, dann müsst ihr hier eigentlich nicht mal was ändern, es sei denn, ihr habt von Hand hier was anderes eingegeben, aber das ist das, was ihr eingeben müsst. Und hier könnt ihr dann auswählen, welches Modell ihr laufen lassen wollt. Also in meinem Fall DeepSeek R1 8B ist das kleine Modell, 32B ist das mittlere Modell und 70B ist das große Modell, das kann ich nicht laufen lassen. Deswegen wechseln wir hier mal auf 32B. Ihr könnt einstellen, wie viele Nachrichten im Kontext gehalten werden, das heißt, nach wie vielen Nachrichten es vergisst, was ihr geschrieben habt. Irgendwann, vergesst das nicht, so ein Modell hat immer einen gewissen Kontext und wenn ihr den überschreitet, zu viel quasi in die Nachricht reinpackt, dann passt das einfach nicht rein und dann vergisst es das sowieso. Deswegen würde ich euch hier maximal 20 empfehlen. Ihr könnt aber auch keine Begrenzung angeben. Und dann könnt ihr hier die Temperatur einstellen. Je höher die Temperatur, desto zufälliger werden die Ausgaben. Und je niedriger die Temperatur, desto gründlicher wird das Modell.
Ich habe es momentan ganz gerne, also je nachdem, was man halt gerade macht, beim Programmieren vielleicht mehr Richtung gründlich. Und momentan habe ich es eben auf 0,7 eingestellt gehabt. Fand ich eigentlich ganz cool. Und hier oben könnt ihr dann einfach noch so ein bisschen Anzeigesachen für euch ändern. Also quasi wie viele Tokens, welche Sprache ihr haben wollt. Den Chat könnt ihr einstellen. Die Standardanforderungen oder Anweisungen für das AI-Modell als Systemanforderung. Oder Systemanweisung besser gesagt, und hier könnt ihr sogar noch das Ganze übers Netzwerk machen. Aber grundsätzlich ist das alles, was ihr machen müsst. Hier einmal auf Speichern und dann steht hier unten rechts, welches Modell ihr gerade benutzt. Und hier könnt ihr jetzt wieder unser Beispielprompt eingeben und das einfach absenden. Und jetzt bekommt ihr eine Antwort von DeepSeek R132B. Die dauert aber ein bisschen. Mir ist gerade aufgefallen, ich könnte euch auch mal das 8B-Modell zeigen, wie schnell das eigentlich generiert. Und das wollte ich einmal hiermit machen. Das ist das 8B-Modell. Ihr seht, es ist deutlich, deutlich schneller natürlich als das 32B-Modell. Und naja, wie gut die Ausgabe ist, das lasse ich mal euch. Aber grundsätzlich muss ich sagen, das 8B-Modell ist auch solide. Das 32B-Modell gefällt mir aber deutlich besser von der Qualität der Ausgabe. Und hier seht ihr übrigens auch dieses Think. Und hier unten Stop mit Think, also es ist quasi ein HTML-Tag. Und von hier bis hier ist also nur das Nachdenken und danach fängt die eigentliche Antwort an. Das weiß nicht, ob Chatbox das noch irgendwann implementiert, dass man das auch vernünftig sehen kann. Das wird wahrscheinlich noch kommen. So, und damit läuft das komplett lokal bei euch. Jetzt weiß ich, dass manche von euch das wahrscheinlich nicht in so einem Chat-Dings verwenden wollen. Das ist nicht so super gut. Deswegen habe ich euch ein bisschen Python-Code vorbereitet, der auf Ollama zugreift und auf das DeepSeek-Modell zugreift und dort drüber etwas generiert. Und das habe ich euch hier mal mitgebracht. Ihr braucht dazu nichts weiter als JSON und Requests. Das ist das Tolle. Und ihr seht hier, ich habe auch schon eine Antwort generiert und zwar mit dem 32B-Modell. Und zwar hier, das ist meine Antwort hier auch /think und dann am Ende bekommt ihr hier eure Antwort nach dem /think wieder. Und im Grunde genommen ist es nichts weiter als ein API-Request, beziehungsweise ein Post-Request, Entschuldigung, an DeepSeek R132B als Modell und dann eben mit eurem Prompt. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich stelle euch den Code, wie gesagt, unten wieder über Patreon zur Verfügung. Das mache ich ja immer so, aber er ist trotzdem kostenlos für alle. Also falls ihr da denkt, hey, ich will was dafür, nee, der ist da trotzdem. Genau, und das war's eigentlich auch schon. Ihr könnt jetzt also die DeepSeek R1-Modelle bei euch lokal laufen lassen. Natürlich stark abhängig von eurer Hardware. Ich bin davon überzeugt, dass wir hier in der nächsten Zeit noch wahnsinnig starke Hardware-Module bekommen werden, die das Ganze auch für Endkonsumenten verfügbar machen werden. Und die Modelle werden im Schnitt auch immer ein bisschen kleiner. Und jetzt habe ich noch was für die Programmierer unter euch. DeepSeek hat auch von der Version 2 von DeepSeek V2 eine Coder-Version gemacht. Und die Coder-Version war sehr lange das beste Modell, was man für Programmierung bekommen kann. Denn solche Open-Source-Modelle, solche offenen Modelle kann ich feintunen. Das kann nicht jeder offensichtlich, weil man dazu nochmal mindestens 2- bis 3-mal so starke Hardware braucht, wie für das eigentliche Ausführen. Sprich, wenn ich 32B bei mir gerade so laufen lassen kann, kann ich 32B auf gar keinen Fall feintunen. Aber es gibt wahnsinnig viele Forscher an wahnsinnig vielen Instituten weltweit mittlerweile, die sich nur darauf konzentrieren, diese Modelle fein zu trainieren. Und da sind schon Datensätze da ist schon wahnsinnig viel Infrastruktur einfach dafür da. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt ein offenes Modell haben, werden wir meine Prediction in der nächsten Zeit ein R1-Modell finden, das V3-Coder verwendet zum Beispiel. Also oder Qwen-Coder zum Beispiel verwendet. Das heißt, ein Thinking-Modell, das nur programmieren kann. Und darauf bin ich wirklich hyped, weil das kann ich bei mir lokal ausführen dann, wenn es 32B hat. Und es produziert mir Code und ich kann ihn kostenlos über die API einfach verwenden für mich selber. Und es produziert mir halt nur Code, dadurch ist es quasi in allen anderen Bereichen schlecht, aber eben da unfassbar gut drin. Und das wird jetzt wahrscheinlich in 1-2 Monaten passieren. Plus die O3-Modelle von OpenAI kommen ja auch noch auf uns zu. Wird spannend. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß mit dem Modell. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Vor allem, weil ihr es halt bei euch lokal ausführen könnt. Ansonsten, wenn ihr einfach nur auf Programmieren aus seid und keine sensiblen Daten habt, nutzt weiterhin O1. Oder vielleicht auch einfach die kostenlose Version von DeepSeek online über deren Webseite. Ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.